auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt fängst du diszipliniert an, sofort an, hart zu arbeiten. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Community-Mittwochs-Video. Wie ihr wisst, immer 13:30 Uhr und im nächsten Jahr wird es auch ganz normal weitergehen. Aber für dieses Jahr ist es nun mal das letzte Community-Mittwochs-Video. Und da dieses Jahr zu Ende geht, habe ich mir gedacht, machen wir doch mal gemeinsam einen schönen Jahresrückblick. Ich werde euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das Jahr so bei mir war und euch so ein paar Tipps geben, wie man denn so vielleicht dunklere Phasen durchstehen kann. Ich werde das Ganze anhand von Instagram machen, weil es mir das dadurch ein bisschen leichter macht, weil ich mich dann einfach besser erinnern kann. Vorab würde ich euch aber sehr gerne um eine Sache bitten, und zwar würde ich mich total freuen. Ich bin zwar eben gerade auf Mauritius, aber wenn ihr mir mal kurz in die Kommentare schreibt, also eure Geschichte zum Jahr 2018 schreibt, vielleicht irgendwas, was euch besonders gefallen hat, irgendwas, was euch besonders schwer gefallen ist, wie euer Jahr allgemein war, was für ein Tipp euch vielleicht geholfen hat, irgendwie stärker zu werden 2017, weil ich denke, all diese Erfahrungen, die wir unten in den Kommentaren sammeln, das kann jedem zugutekommen. Ich freue mich erstens super drüber, weil ich mir das alles ganz genau durchlese. Und zweitens denke ich, ist es, glaube ich, auch ganz schön, wenn ihr euch die Kommentare der anderen durchlest, die genau ihre eigene Geschichte hinschreiben. Also vielen, vielen lieben Dank auch nochmal grundsätzlich für all die tollen Kommentare, die ihr unter meinen Videos hier hinterlassen habt. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich werde euch einfach mal hier die Screenshots von Instagram einblenden. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann dürft ihr es natürlich sehr gerne machen. Auch gerade jetzt, wo ich eben gerade sowieso in Mauritius bin, ne, und das Video ja vorgedreht ist. Dort folgen ja immer aktuelle Bilder. Ihr seht auch in der Story, was wir eben gerade machen. Wir sind ja mit der ganzen Family dort. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich sehr verrückt geworden. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück zu meinem allerersten Foto, was ich euch einblende. Und zwar habe ich das, glaube ich, am 2. Januar gepostet. Auf jeden Fall ist dieses Video von Mauritius. Ich war ja zu Anfang des Jahres auch in Mauritius. Die mich vielleicht jetzt erst mitverfolgen, ich war ja 8 Monate im Ausland, 6 davon war ich in Mauritius und zu Anfang des Jahres war ich noch dort. Ich muss ehrlich sagen, das war der perfekte Start ins Jahr 2017. Damian und ich, wir haben dort Silvester gefeiert und auch dieses Jahr werde ich ja diesmal wieder Silvester in Mauritius feiern, aber leider diesmal ohne Damian, diesmal mit meiner Mama und meinem Opa und noch ganz vielen Freunden. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, dass sich nichts ändern würde am Start des Jahres. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir sind dann auf jeden Fall weitergereist. Nachdem wir dann in Thailand waren, haben wir noch einen Zwischenstopp in Singapur gemacht. Dieses Foto hier ist aus Singapur. Ich persönlich muss sagen, dass ich Singapur nur jedem empfehlen kann und das auch einer der schönsten Städteerfahrungen sozusagen 2017 war. Das ist eine absolut faszinierende Stadt. Ich habe noch nie sowas Ordentliches in meinem Leben gesehen. Das ist wie eine Bilderbuchstadt. Und wenn man einen Zwischenstopp in Singapur macht, dann lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Wir sind ja dann nach 2 Tagen weiter nach Bali gereist und da ist dann auch dieses Foto hier entstanden. Langsam merke ich, das grenzt hier so an Selbstdarstellung, so nur selbst auf den Bildern. Aber irgendwie dachte ich, ich wollte halt das Jahr aus meiner Perspektive einfach reflektieren. Deswegen, und das sind auch die Bilder, die ich halt auf Instagram gepostet habe. Auf jeden Fall habe ich dieses Foto hier aus Bali genommen, weil das eine der schönsten Unterkünfte war, wo ich je in meinem Leben war. Das war wirklich mitten im Dschungel. Das war mit Damian zusammen. Ich glaube, wir waren 3 Nächte dort. Das hatte so ein Außenbad. Also es war wirklich der absolute Wahnsinn. Wir hatten die wahnsinnige Aussicht von der Terrasse mitten in den Dschungel rein. Aber das hatte sowas von seinen eigenen Charme. Es war wunderschön und es war auch die letzte Unterkunft, die wir hatten, bevor dann unsere Family mit nach Bali gekommen sind. Und da ist dann sozusagen auch dieses Foto entstanden, denn mein Opa hat in Bali seinen 70. Geburtstag gefeiert. Wir hatten so viel Spaß dort. Und der Geburtstag und auch der Bali-Aufenthalt, wo alle dort waren, waren wirklich sehr, sehr schön. Aber es gibt eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich die euch so gesagt habe, von meiner Auslandsreise, die mir auf die Dauer so ein bisschen auf den Senkel ging. Und zwar ging es darum, wir haben sehr viel Besuch bekommen über die 8 Monate, wo wir weg waren. Und insgesamt muss ich sagen, es ist zwar schön, Besuch zu bekommen, ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Wenn mir jetzt aber jemand sozusagen das Ultimatum stellt und sagt, willst du in deinem Auslandsaufenthalt Besuch haben oder gar keinen Besuch haben, dann würde ich sagen, ich hätte lieber sozusagen gar keinen Besuch. Falls jetzt irgendjemand sieht von denjenigen, der gekommen ist, ich meine das auf gar keinen Fall böse. Ich habe mich über jeden gefreut, der da ist. Aber letztendlich finde ich, ist eine Auslandsreise etwas, was man sehr für sich selbst macht und Zeit mit seinen Geliebten, die man auch gerade hier so zu Hause in dem Umfeld hat, mit denen verbringt man sozusagen noch genug Zeit und deswegen bin ich auch nicht jemand, der stark vermisst, sondern wenn ich weiß, dass irgendetwas ein Ende hat und wenn ich weiß, dass ich die Person dann und dann wiedersehe, dann vermisse ich die Person nicht unbedingt. Ich bin in der Hinsicht sehr rational und gefühlskalt, was vielleicht auch negativ sein kann. Trotz dessen muss ich ehrlich sagen, dass der Auslandsaufenthalt mir noch mehr gebracht hätte, hätte ich wirklich niemanden aus meinem alten Umfeld diese 8 Monate gesehen. Und dadurch, muss ich ja ehrlich sagen, hatten Damian und ich halt sehr, sehr wenig Zeit für uns, weil halt jeder komplett zeitversetzt gekommen ist. Und genau das hat zwischen Damian und mir auch ein bisschen Stress in 2017 gebracht, weil Damian damit halt viel besser klargekommen ist als ich. Irgendwann mal war der dann auch angepisst, so ein bisschen vielleicht, aber der würde es halt niemals zeigen oder so. Aber ich bin halt jemand, ich kann dann halt nicht die ganze Zeit so auf happy tun, weil es mich selbst auch sehr, sehr stark verletzt, dass ich gerade sowas fühle, obwohl es ja Leute sind, die ich total lieb habe, die mich auch total lieb haben.
aber in dem Sinne hatte ich halt irgendwann mal einfach keinen Bock mehr, weil ich gesättigt war und Damian und ich dann teilweise Perioden von 3 oder 4 Wochen hatten, wo wir mal alleine waren. Also das ist ja theoretisch einfach nur ein längerer Urlaub. Und ich muss ehrlich sagen, dafür bin ich eigentlich nicht ins Ausland gegangen. Also wie ihr seht, ein Thema, was mich schon sehr beschäftigt hat damals, aber das Einzige, was ich euch sagen kann, wenn ihr das Gefühl habt, dass genau das entsteht, seid ehrlich und lasst es nicht so weit kommen, wie ich es kommen lassen habe, beziehungsweise wie wir es kommen lassen haben, sondern seid einfach ehrlich und sagt von vornherein nein. Dann sind wir wieder für 2 Monate zurück nach Mauritius und dort sind wir wieder kiten gegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so krass weiterentwickelt beim Kiten in diesen 2 Monaten. Ich habe dann mit so einem Surfboard auch kiten gelernt und so weiter. Und warum ich dieses Foto mit reingebracht habe, hiermit wollte ich euch wirklich einfach nur kurz zeigen, dass es sich lohnt, wenn ihr irgendein Hobby habt, vor dem ihr auch Respekt habt. Sei es zum Beispiel, ihr lernt Skifahren, ihr lernt vielleicht Fahrradfahren, weil ihr es noch nicht könnt. Oder ihr wollt vielleicht Parkour lernen oder Cheerleading oder irgendwas, was vielleicht so ein bisschen gefährlicher ist im ersten Moment, wo man sich mehr überwinden muss, einfach mal was zu machen. Macht es, Leute. Ihr müsst immer dran denken, egal wie schwer euch etwas erscheint am Anfang, wenn ihr etwas lernt, irgendwann mal kommt es. Ich habe am Anfang bei meinen Kitestunden geheult. Ich war so verzweifelt, weil ich dachte, ich werde das nie lernen, weil man da halt wirklich so krass viel koordinieren muss. Jetzt kann ich mittlerweile blind kiten. Und ich will das Ganze jetzt auch gar nicht zu krass aufs Kitesurfen irgendwie fokussieren, weil ich persönlich, ich gehe total auf bei sowas, weil das ist wirklich ich liebe einfach so Sport, was so leicht in die extreme Richtung geht, weil es einfach so einen schönen Adrenalinkick gibt. Aber unabhängig davon, egal was ihr lernen wollt, Leute, ihr müsst immer dran denken, egal wie schwer es am Anfang erscheint, auch wenn ihr euren Führerschein macht, ihr habt auch irgendwann mal zu laufen angefangen zu lernen. Und in dem Moment war es bestimmt nicht leicht für euch, sondern super, super schwer. Das heißt, egal was ihr macht, nehmt euch die Zeit, übt immer weiter, seid verbissen, seid diszipliniert und bleibt dran. Und wenn ihr 2018 was Neues lernen wollt, dann will ich euch nur ermutigen, das auf jeden Fall zu machen. Hier noch ganz kurz ein Foto von unseren Mitbewohnern. Das Foto habe ich jetzt einfach reingenommen, weil ich fand es einfach schön, dass ich so viele neue Freunde dieses Jahr kennengelernt habe, allgemein auch mit meiner Auslandsreise. Also muss ich wirklich sagen, ich habe so viele neue Leute kennengelernt, auch welche, die wir in der Schweiz und so besucht haben. Also das ist wirklich der absolute Hammer und die werden wir auch wieder besuchen, sobald sie wieder in Deutschland sind. Die sind nämlich noch unterwegs. Und dann bin ich ja wieder zurück nach Deutschland gegangen und das erste, was ich gemacht habe, war dann die GlowCon. Ich war dann auf der GlowCon, habe dann auch die liebe Emma, die Laura und die Lona wieder getroffen und das sind ja Leute, die ich auch schon seit langem nicht gesehen habe und da habe ich mich auch total gefreut, dass ich direkt, als ich gekommen bin, direkt sozusagen die Möglichkeit hatte, zu so einem Event zu gehen und so viele YouTube-Kollegen nach so langer Zeit wiederzusehen. War auf jeden Fall sehr ungewohnt, weil immerhin muss man sagen, habe ich 8 Monate wirklich abgefuckt gelebt. Ich hatte kaum Klamotten, die Klamotten habe ich getragen bis zum geht nicht mehr. Ich war immer salzig, ich war immer irgendwie dreckig, muss man ja auch ehrlich sagen, obwohl ich jeden Tag geduscht habe. Aber man war halt immer irgendwie von der Sonne, von Sonnencreme, von Salz, von Schweiß. Das war einfach 8 Monate, Haare abgefuckt, Nägel abgefuckt, Haut irgendwie auch am Arsch. Also ich habe mich wirklich einfach abgegammelt gefühlt. Dann bin ich gekommen, bin erstmal direkt zum Friseur nach Mannheim. Das sind ja hier meine besten Friseurfreunde da. Die haben meine Haare erstmal gerettet. Und dann hieß es, Sophia, mach dich für die GlowCon fertig. So, und ich habe mir dann gedacht, so, boah, voll Bock, nach so langer Zeit mich wieder richtig fertig zu machen. Aber dann war ich an dem Punkt, wo ich da war und mir gesagt habe, bin ich das selbst? Irgendwie hat mir das gefallen, was ich da im Spiegelbild gesehen habe, weil ich es schön fand, nach so langer Zeit mich wieder so schick zu machen, wieder die Möglichkeit zu haben, von meinem Kleiderschrank zu sagen, boah, was ziehe ich jetzt an? Trotz dessen muss ich sagen, dass ich dadurch dann nach und nach an den Punkt gekommen bin, zu sagen, muss ich mich jetzt entscheiden, wer ich eigentlich bin? Und genau über das Thema hatte ich ja schon ein Video hochgeladen. Ich bin aber dann irgendwann mal an den Punkt gekommen, nein, ich muss mich nicht entscheiden. Wenn ich mal Bock habe, an einem Tag so super schick auszusehen, so wie jetzt mit Fake-Haaren und sonst was, dann darf ich das machen. Und wenn ich dann mal wieder Bock habe, total ungeschminkt und total abgefuckt am Strand rumzugammeln mit Sand und Salz überall, dann darf das so auch sein. Dann ist das völlig wurscht. Und das macht mich persönlich als Person aus, dass ich einfach mal so ein bisschen rumteste und eben gerade das mache, worauf ich Bock habe. Genau das kann ich euch auch empfehlen. Macht das, worauf ihr Lust habt. Kurz danach war ich dann in Spanien und zwar in Santiago de Compostela. Dort wohnt ja sozusagen mein Patenkind und meine Tante. Wir waren die dann direkt besuchen, auch nach langer Zeit. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ich muss ja ehrlich sagen, dass ich so richtig gefühlt habe, wie ich das Meer vermisse. Wir waren deswegen auch dieses Foto hier. Wir waren dort und als ich am Wasser war, hat es mir so eine innere Entspanntheit und Ruhe gegeben. Fast schon meditativ, muss ich sagen. Ich dachte echt so, Sophia, du hast einen völligen Klacks, ey. Aber nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen meersüchtig und das vermisse ich auch ganz, ganz, ganz stark hier in Deutschland. Und dann waren wir dort an einem Strand und ich habe sogar einen Kiter gesehen und ich dachte so, oh, ein Kiter! Und am liebsten hätte ich mir alles vom Leib gerissen, hätte sein Material genommen und wäre selbst rausgegangen. Also totaler Wahnsinn. Ich hätte so Lust gehabt, das zu machen, aber natürlich hatte ich dort kein Material und so. Aber der absolute Wahnsinn. Also das waren auch sehr, sehr schöne, ich glaube 4 Tage waren wir dort, mein Patenkind gesehen und so. Es war auf jeden Fall sehr schön. Dann war ich wieder kurz in Deutschland, dann habe ich auch spontan direkt mein Ticket zu meinem Opa gebucht. Und zwar wohnt mein Opa und meine Oma ja in Menorca. Da bin ich dahin geflogen für eine Woche alleine. Damian konnte leider nicht, weil er sozusagen mit der Arbeit einfach aufholen musste. Und das war auch wirklich ein sehr schöner Urlaub. Ich glaube, ich war sogar 10 Tage da.
Ich habe dort sehr, sehr viel vorbereitet, ich habe dort sehr viel gearbeitet, ich habe sehr viele Konzepte geschrieben, ich habe viele Videos geschnitten, Videos sortiert, viele Fotos gemacht und war natürlich wieder am Meer und war dort auch viel alleine, diesmal unterwegs zum ersten Mal. Es war super schön und ich muss ehrlich sagen, dass diese 10 Tage, auch wenn ich alleine war, ich glaube, es hat mir ganz gut getan, weil es mich einfach nochmal so ein bisschen mehr auf das Leben in Deutschland vorbereitet hat. Also ich habe immer gedacht, ich bin nicht jemand, der zurückkommt nach dem Auslandsaufenthalt und es so schwer hat und das ist ja schon alles wieder normal und es ist ja so, als wäre man nie weg gewesen. Aber irgendwie ändert es einen dann halt doch mehr und dann habe ich mir irgendwie doch mehr Gedanken gemacht. Gefällt mir das jetzt, was ich hier in Deutschland habe? Will ich das überhaupt? Und diese Zeitpunkte halt wie in Spanien dann haben mich halt wieder so ein bisschen geerdet und gesagt, ey Sophia, du kannst sowas doch haben, aber halt nicht immer die ganze Zeit. Irgendwie musst du halt auch was dafür tun, damit du das überhaupt haben kannst. Das kann dir nicht alles in den Schoß fallen, sondern man muss halt richtig arbeiten. Das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt fängst du diszipliniert an, sofort an, hart zu arbeiten. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Foto. Und zwar hat sich dann auch der Job bei den Latistas ergeben. Ich produziere ja dort für den YouTube-Kanal, den ich euch mal unten in die Infobox schreibe. Jedes Video, was dort online ist, bis auf ein paar wenige, sind alle von mir gedreht und geschnitten. Und ich bin dort auch regelmäßig und da begann sozusagen so ein bisschen mein Job als Videoproduzentin, beziehungsweise in Mauritius hat das ja schon begonnen, da habe ich ja schon viele Videos produziert für andere, aber damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet. Das hat natürlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil ich neben diesem Job natürlich noch weiterhin meine YouTube-Karriere habe, indem ich diesen Kanal hier natürlich mit Content pflege und auf meinem Hauptkanal, da hatte ich ja auch dann im Sommer die 30-tägige Back-to-School-Reihe. Ja, ich würde behaupten, das war ein bisschen heftig, so viele Videos zu produzieren, habe ich auch von morgens bis nachts gearbeitet. Grundsätzlich eigentlich auch bis zu dem Punkt, wo ich jetzt nach Mauritius geflogen bin. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt auch in der Zeit, ich bin mir sicher, arbeite nachts, wo alle anderen schlafen. Aber das ist egal, weil ich persönlich auch weiß, wofür ich es mache und ich weiß auch, wann ich die Bremse ziehen muss und wann es sozusagen zu viel Arbeit ist. Auf jeden Fall hatte ich die Arbeit sozusagen als Videoproduzentin. Da sind auch noch andere Aufträge reingekommen, die ich erledigt habe. Viele Sachen, die ihr gar nicht so mitbekommt und wahrscheinlich auch selbst nicht in meinen Vlogs mitbekommt. Dann natürlich mein YouTube-Ding. Dann habe ich kurzzeitig an der Uni gelehrt. Dann habe ich Workshops gegeben bezüglich Influencer Marketing. Ich habe meine Webseite aufgebaut, bin als Beraterin sozusagen tätig für Unternehmen, wie sie Influencer Marketing aufbauen. Wie ihr seht, sind das viele verschiedene Standbeine. Und letztendlich hat sich noch ein weiteres Riesenprojekt, falls die Ankündigung schon kam, dann wisst ihr, was es ist. Wenn nicht, darf ich jetzt eben gerade noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wann das alles sich sozusagen eingetütet hat. Ja, auf jeden Fall ist da was Fettes am Start, auch noch für nächstes Jahr und das ist super heftig. Es kamen sehr viele Sachen auf einmal und ich habe wenig geschlafen, ich habe mich viel damit beschäftigt, ich habe angefangen viel zu lesen, aber es hat sich gelohnt. Und ich fühle mich keinesfalls gestresst oder überanstrengt oder sonst was, weil einige ja Angst hatten, dass ich mich irgendwie überarbeite oder sowas. Ich weiß, wofür ich das mache und das ist das Schöne dran. Also wenn ihr so viel arbeiten wollt, dann habt einfach ein Ziel und wisst, wofür ihr es macht und arbeitet euch nicht einfach sinnlos tot, weil dann irgendwann mal fühlt ihr euch ausgebrannt, weil ihr nicht so genau wisst, wofür ihr es eigentlich macht. Also wenn ihr wisst, wofür ihr es macht, dann arbeitet hart dran und legt los und kämpft für eure Ziele. Dann habe ich hier auch noch ein Foto von Landshut und zwar habe ich leider kein Foto mit meinen Mädels auf Instagram gepostet. Auf jeden Fall war ich mit meinen Mädels ein Wochenende in Landshut, darüber habe ich mich total gefreut. Wir haben es einmal geschafft, dass wir uns alle getroffen haben und ja, auf jeden Fall habe ich wirklich super coole Freundinnen. Jede von denen ist einzeln für sich ein ganz, ganz besonderer Charakter und jeder von uns ist komplett unterschiedlich, aber trotzdem treffen wir uns immer wieder und haben uns einfach viel zu erzählen. Ja, und direkt nach Landshut bin ich dann in die Schweiz gefahren. Ich muss sagen, das ist absolut atemberaubend. Ich habe mich total in die Schweiz verliebt und wir waren ja in Graubünden. Ich habe mich sehr auch in Graubünden verliebt. Und ich würde auch direkt nochmal in die Schweiz und nächstes Jahr fahren wir wahrscheinlich sogar nochmal in die Schweiz. So, dann habe ich hier mein Leben in Deutschland geführt und habe dann angefangen, ein paar Instagram-Bilder mit Damen zu schießen, andere Sachen zu machen. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Dann war hier natürlich der Sommer und dann kam das hier. Ich war beim Cheerleading. Das Video hat 130.000 Klicks bekommen. Und warum ich dieses Foto überhaupt hier drin habe, einige kennen die Geschichte. Ich persönlich habe ja viele Jahre Cheerleading gemacht. Ich bin runtergefallen, habe mir meinen Halswirbel, also meinen Dornfortsatz gebrochen. Meinen 5. habe dann die Bänder, die seitlich die Wirbelsäule halten, waren auch angerissen. Meine Bandscheibe ist vorgewölbt. Wollt ihr gar nicht wissen, was da alles kaputt gegangen ist. Aber es ist ja auf jeden Fall noch gut ausgegangen, weil es hätte viel, viel schlimmer enden können. So ein Halswirbelbruch ist jetzt nicht so mega geil. Auf jeden Fall habe ich ja mit Cheerleading deswegen aufgehört und dann kam die BPP, also die Bundeszentrale für politische Bildung, auf mich zu mit einer Agentur und hat gesagt, wie sieht's aus, hast du Bock, die Wahlen zu unterstützen? Ich so, ja, direkt mega geil, ne? Und es ging halt darum, so ein bisschen über seine Grenzen hinaus zu gehen und deswegen bin ich dann zum Cheerleading gegangen und es kam so positiv bei euch an und ich muss ehrlich sagen, ich habe so Frieden mit dem ganzen Thema geschlossen, weil ich jetzt einfach nochmal oben stand. Ich habe gesehen, ich kann das, was ihr hier auf dem Bild seht, habe ich vorher noch nie gemacht.
Also wirklich, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe schon irgendwie gestuntet und stand oben und so, aber ich habe das noch nie mit einer Person gemacht und dann erst recht nicht nur mit einer Hand und so. Der hat einfach gesagt, so, wir machen das jetzt. Und es hat direkt beim ersten Mal geklappt, weil ich mir auch immer im Kopf gesagt habe, Sophia, du schaltest jetzt ab, du hast keine Angst, du hast zwar Respekt, aber du hast keine Angst. Du wächst jetzt über deine Grenzen hinaus und wenn du das machst, dann wirst du Frieden mit dieser ganzen Thematik schließen. Und Leute, ich war danach so tiefenentspannt, ich war auch stolz auf mich selbst und genau aus diesem Grund, wenn ihr vor etwas total Angst habt, weil ihr euch beispielsweise irgendwie davor verletzt habt, ihr müsst euch im Kopf immer bewusst machen und das habe ich ehrlich gesagt nur durchs Kiten in Mauritius gelernt, dass ihr wissen müsst, wie ihr die ganze Situation kontrollieren könnt, was ihr tun könnt, damit das Ganze sicher ist und wenn ihr dann etwas macht, das auch durchzieht. Da habe ich natürlich glücklicherweise auf dem Wasser gelernt. Natürlich war es teilweise ungemütlich, so viel Wasser geschluckt zu haben, durch die Gegend gezerrt zu werden von so einem Kite. Aber ich wusste, wenn ich den verdammten Scheiß nicht durchziehe, wird es viel, viel schlimmer. Und genau das kann man auch auf viele andere Situationen im Leben übertragen. Und genau das wusste ich beim Cheerleading auch. Wenn ich das jetzt nicht durchziehe, mich anspanne und einfach mitmache, dann wird das schlimmer, weil dann wird das wackelig, dann fliege ich vielleicht echt aufs Maul. Dann verletze ich mich vielleicht wieder und das ist nicht cool. Dann habe ich noch dieses Drohnenfoto hier reingepackt. Das ist zwar von Thailand, aber ich hatte es sozusagen erst vor kurzem gepostet. Einfach aus dem Grund, weil das Drohnen-Special dann erst online kam. Ich glaube, einige von euch hatten es auch gesehen. Und für mich persönlich steht dieses Foto einfach auch dafür in diesem Jahr, was ich gerne noch mehr ausprägen würde. Ich persönlich würde auf jeden Fall noch viel, viel besser in Videoproduktion werden, weil ich einfach sehe, dass ich da Potenzial habe und mir da sehr, sehr viel bis jetzt beigebracht habe. Aber ich finde nie, dass es gut genug ist. Ich bin da sehr, sehr kritisch und würde auf jeden Fall sehr gerne viel, 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 viel besser noch werden. Dafür fehlt mir aber leider einfach ein bisschen die Zeit, wie ihr merkt. Und dann habe ich auch noch dieses Foto gepostet. Leider drehe ich das Video jetzt schon, deswegen weiß ich nicht, was ich noch in diesem Jahr auf Instagram posten werde. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne vorbeischauen, falls ihr es wissen wollt, was ich sonst noch so in diesem Jahr gemacht habe. Auf jeden Fall bei diesem Foto, ich bin sozusagen bei dem Zeitpunkt dann 2,5 Monate ins Fitnessstudio gegangen und Leute, ich habe so schnell Fortschritte gemacht im Fitnessstudio, aber nicht, weil ich die Veranlagung dazu habe. Ich war nämlich schon vorher öfters mal am Stück länger trainieren, aber ich hatte halt noch nie wirklich einen guten Trainingsplan gemacht bekommen, den ich auch einfach konstant längere Zeit auch so durchziehen konnte, weil er mir wirklich Spaß gemacht hat, weil er gut auf mich angepasst wurde, auf das, was ich will. Ich hatte auch ehrlich gesagt ein Ziel, mich einfach körperlich fit fürs Kitesurfen zu machen, meine Knie zu stabilisieren, wenn ich jetzt halt krassere Tricks probiere, dass ich halt nicht komplett auseinanderfalle oder mir halt echt die Knie zerstöre. Das wäre mega, mega uncool, gerade für nächstes Jahr. Auf jeden Fall will ich euch damit zeigen, auch wenn ihr so ein klassisches Ziel für 2018 habt, wie halt sportlicher oder sowas werden, Leute, bleibt dran, es geht. Ich habe auch ganz oft immer wieder versucht, halt irgendwie so gute Ergebnisse zu erzielen für mich, mit denen ich zufrieden bin und habe es ganz oft nicht geschafft, aber irgendwann mal kommt der Knackpunkt, wenn man an sich selbst arbeitet, wenn man auch irgendwann mal dann weiß, wie und viele verschiedene Sachen einfach ausprobiert hat, dann klappt das. Deswegen bitte, bitte bleibt dran und hört nicht auf. Ich weiß wirklich, dass dieses Video wahrscheinlich sehr, sehr lange ist und das tut mir auch so ein bisschen leid und ich weiß auch, dass super, super viele diesen Zeitpunkt gar nicht mehr sehen, weil sie schon längst weggeklickt haben, weil es denen viel zu lange war, viel zu viel Gelaber, aber trotzdem will ich an jeden Einzelnen, der bis hierhin geguckt hat, nochmal ein riesengroßes Dankeschön sagen und ich will jeden wirklich, ohne Scheiß, das klingt immer wie so ein richtiges YouTuber-Gebabbel, aber ihr kennt mich ja mittlerweile und mir ist es wirklich wichtig, wie es euch geht, wer ihr eigentlich seid, wer diejenigen sind, die meine Videos gucken, wie es euch geht, was euch durch euer Leben hilft und wie gesagt, ich habe meinen Kanal damals im September 2015 war das, glaube ich, einfach aus dem Grund gegründet, also gerade diesen Zweitkanal, weil ich einfach wollte, dass hier eine schöne Community entsteht und ich glaube, ich habe das bis jetzt auch ganz gut mit euch zusammen hinbekommen, die sich gegenseitig hilft. Ich sehe das immer wieder, wie ihr euch gegenseitig in den Kommentaren helft und das finde ich so schön. Das berührt mich wirklich und ich finde es super schön, dass dieser Kanal einfach ein Zufluchtsort geworden ist für jeden Einzelnen, der einfach mal nicht immer nur dieses perfekte Leben vorzeigen will oder nicht immer nur das Perfekte zeigen will, sondern auch mal sagt, hey, mir geht's heute mal nicht so gut und ich habe mir überlegt, wie ich genau das ändern kann, versuche aber trotzdem aber positiv zu bleiben und kämpfe für das, was ich machen will. Genau aus diesem Grund will ich euch auch mit diesem letzten Community-Video für dieses Jahr einfach nochmal ganz, ganz viel Kraft schenken. Euch ganz, ganz viel Glück. Ich wünsche euch einen wunderschönen, guten Rutsch ins nächste Jahr und fühlt euch einfach alle ganz fest gedrückt. Ich werde auf jeden Fall in Mauritius für euch einmal mit anstoßen, das heißt für meine super coole Community. Tausend Dank dafür nochmal, ich kann es einfach nicht genug sagen. Und ja, ich verlinke euch hier auf jeden Fall mal die Playlist vom Community Mittwochs, falls ihr dieses Jahr irgendwas verpasst habt. Klickt da sehr gerne rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ansonsten hoffe ich auch, dass euch die Vlogs bis jetzt gefallen haben. Aber jetzt höre ich erstmal auf zu reden und ja, bis bald. Tschüss!